Ihr Lieben, heute melde ich mich mal wieder per Video bei euch, denn das Chaos nicht nur in den Atmosphärenenergien hält uns weiterhin in Atem. Aber bleiben wir erstmal bei den Atmosphärenenergien. Seit einiger Zeit haben wir diese starken Übersteuerungen, diese schnellen Umschwünge in den Energien, die ein Dauerfeuer für die Nerven und die Zellen sind, die uns innere Unruhe, große Anspannung und Nervosität bringen bei gleichzeitiger Schwere und Müdigkeit. Und ja, etliche Symptome können damit einhergehen, über die ich hier auch immer wieder berichte, da auch der Stoffwechsel völlig aus der Ordnung ist, der Körper stark entgiftet, wir haben degenerative Prozesse, die dadurch angestoßen werden können, aber auch individuelle Schwachstellen können sich zeigen bei Mensch und Tier. Und ja, selbst weniger sensible Menschen dürften dies inzwischen spüren, auch wenn viele nicht verstehen, wie sehr wir mit den Energien und den Bewegungen in der Natur verbunden sind. Oh ja, die kosmischen Ereignisse, alles, was auf der Sonne geschieht, wirkt auf uns und wir sind mit allem verbunden. Diese Energien fließen durch uns, da wir energetische Wesen sind. Und ja, neben der eingeschränkten Vitalität kommen im Moment auch sehr schwere Gedanken und Gefühle aus dem Unterbewusstsein hoch, alte Geschichten, Verletzungen, auch in unseren Träumen. Und wir sind ziemlich gefordert im Moment. Doch wie ich immer sage und schreibe, wir sind im Anpassungsprozess an die starke Veränderung der Energien, an die starke Erhöhung der Energien gemeinsam mit Mutter Erde. Alles verändert sich. Unser Bewusstsein erhöht sich massiv. Unsere Frequenz. Und auch wenn es anstrengend ist, es ist die Verbindung mit den höheren Dimensionen. Die Realitäten trennen sich jetzt. Und das ist auch das Gefühl, das so viele derzeit haben, in der alten Welt überhaupt nicht mehr zu Hause zu sein. Ja, das Gefühl, gleichzeitig in verschiedenen Welten zu leben. Und viele schreiben mir auch, dass sie immer mehr auch Aggressivität und Negativität in ihrem Umfeld spüren, wahrnehmen. Und ja, wir werden natürlich auch hierfür sensibler, für diese tief schwingenden Energien, die nicht mehr mit uns im Einklang stehen. Und deswegen sind es auch so viele Trennungen, die im Moment geschehen. Unsere fühlende Seelensprache spricht immer lauter. Unsere Intuition erhöht sich massiv. Wir spüren immer mehr, was wirklich ist, und damit fallen natürlich auch die Masken. Oh ja, die Wahrheit kommt ans Licht, ihr Lieben. Und nochmal, wir können niemanden mitnehmen, der das nicht will. Jeder hat seinen eigenen Weg. Und auch die Akzeptanz dessen ist
eine Lernaufgabe dieser Zeit. Doch gleichzeitig finden sich immer mehr Menschen, die gleich schwingen, um gemeinsam neue Wege zu gehen. Ich schrieb ja vor kurzem erst über die atlantischen Energien und Seelen, die jetzt wieder hier sind. Und ich habe große Resonanz dazu bekommen. Es gibt so viele, die sich wieder erinnern, die Träume haben, die sie lange Zeit nicht zuordnen konnten. Ja, die dieses Wissen in sich tragen um das, was jetzt geschieht. Und ja, es sind oft die, die andere Wege gehen und die uns auch warnen wollen. Denn das Karma von Atlantis kehrt zurück. Die Menschen und Technologien damals waren sehr hoch entwickelt und auch damals nutzte man sie für Manipulationen in allen Bereichen, wie auch heute wieder, was schließlich zum Untergang führte. Und das ist auch das starke Gefühl, das viele jetzt haben, zu erwachen, sich befreien zu wollen und ihrer Seele zu folgen. Zu leben, wie sie es in ihrem tiefsten Inneren schon immer wollten. Zurück zur Natur und im Einklang mit dem großen Ganzen. Und es ist auch tatsächlich so, dass viele derzeit nachts mehrfach aufwachen, als würden sie einen Ruf wahrnehmen. Und gleichzeitig spüren wir auch die Erhöhung unserer Frequenz, wie Vibrationen durch unseren Körper. Wir spüren Druck in unserem Kopf, als würden sich unsere Gehirne aufblähen. Druck hinter den Augen, verschwommenes Sehen, Druck auf den Ohren, das Gefühl zu schweben und in einer völlig anderen Realität zu leben. Die, die versuchen, das Ganze mit ihrem rationalen Geist zu erklären, werden sich schwer tun und ganz viele haben das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Sie wollen die Kontrolle zurückgewinnen. Und ja, es ist dieser Konflikt zwischen dem Denken und dem, was wir fühlen, was viele derzeit verwirrt. Doch beides ist eins. Und nur das Konstrukt der Trennung, das uns auferlegt wurde und in dem wir viel zu lange gelebt haben, bringt Urteile, Verurteilungen, Ausgrenzung und Leid. Denn nur die Liebe steht im Mittelpunkt von allem. Und das ist es auch, was letztendlich Bestand haben wird. Alles, was wir aus Liebe tun, aus Liebe erschaffen. Und immer wieder schreibe ich, wie wichtig unsere Gedanken sind. Das, was wir uns wünschen, auszusenden und in die Realität zu bringen. Denn alles, was wir aussenden, manifestiert sich in dieser Zeit der starken Energieerhöhung immer direkter und immer schneller. Und genau deshalb ist es so wichtig, aus unseren alten Gedankenmustern herauszutreten, ja, unsere Gedanken zu entgiften.
Das ist also nicht nur für unseren Körper im Moment immens wichtig. Das Gedankenkarussell steht niemals still durch all die negativen Nachrichten, die ständig auf uns einprallen. Und das ist dieser Gedankenmüll, der oft auch nachts oder in unseren Träumen hochkommt, um sich irgendwie zu ordnen. Besonders in dieser Zeit der großen Veränderungen ist es so wichtig, dass wir uns nicht zum Spielball des äußeren Geschehens machen, sondern unsere Gedanken und Gefühle bewusst positiv ausrichten. Stelle sicher, dass deine Gedanken da sind, wo du sein willst. Und auch wenn im Moment so viele unterdrückte Gefühle hochkommen, sie sind da, weil sich so vieles lösen will. Es ist unsere Seele, die durch unser Fühlen spricht. Und deswegen kommt auch im Moment so viel hoch, wovon wir uns befreien sollen. Oh ja, es zeigt sich, was jetzt heilen will in uns. Wir haben den Neumond im Löwen und er ist es, der uns hilft, uns zu befreien, mutig weiterzugehen. Geht in die Natur, verbindet euch wieder, vor allem mit euch selbst. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, bist du immer gewachsen, über dich selbst hinaus. Glaubt mir, so schwer es auch im Moment scheint, das alles macht uns stärker. Ihr Lieben, vielen Dank für euer großes Interesse an meinen neuen Online-Angeboten und auch an meinen Energie- und Heilreisen. Ich wünsche euch alles Liebe und viel Kraft uns allen. Eure Silvia.